Mein Name ist Gerhard Jöchtl. Äh, Ich war von Beginn an eigentlich mit dem Aufbau der Fachhochschule hier in Salzburg, dem Studiengang Telekommunikationstechnik und Systeme dabei. Ich war also schon 1995 als Externlehrender hier eingebunden und ich durfte die Lehrveranstaltung Signal- und Systeme Labor halten. Und ich weiß noch genau, wir haben uns da unterhalten, ja, was machen wir da, welche Inhalte machen wir. Labor ist ja, da brauche ich Hands-on, da müssen ja die Studierenden was Konkretes umsetzen. Und ich habe dann einmal gefragt, so in den Vorbesprechungen, was habt ihr da, welche Laboreinrichtungen, worauf muss ich mich da vorbereiten und wie schaut das aus? Und die einfache Antwort war, ja nix, überlegen Sie noch was. Ja, ich habe dann einmal so ein bisschen natürlich überlegt, was kann man da tun. Habe natürlich ein paar Kanäle gehabt und habe dann so ein bisschen dunkelgraue Softwarelizenzen aufgetrieben, habe mir dann mühsam diese Lehrveranstaltung zu Hause vorbereitet, am PC, einfach sollte eigentlich alles funktionieren. Bin zur Sicherheit einen Tag vorher noch einmal an die FH gefahren, habe geschaut, geht es dort auch bei den Computerlabors, musste feststellen, die haben da ein ganz anderes Betriebssystem, damals das OS2 installiert, hat natürlich nichts funktioniert, habe noch einmal eine Runde gedreht zu Hause, bin den nächsten Tag wieder hingefahren. Ganz kurz vor der Lehrveranstaltung habe ich es geschafft und zur Überraschung und zu meinem Glück hat dann die Lehrveranstaltung wunderbar funktioniert. Alle waren zufrieden, auch ich war happy. Die Studierenden haben sogar teilweise eine bessere Lösung gefunden, wie ich mir damals überlegt habe. Also das war ein tolles erstes Erlebnis. Wir haben damals, das muss man auch sehen, eine unglaublich minimale Infrastruktur gehabt. 2 Räume, einen Rechnerraum, einen Nebenraum, wenn man so will. Wir waren 5, also wie ich dann fix begonnen habe, ein Jahr später, waren wir 5 Leute, Studiengangsleiter, 2 Professoren, 2 Sekretärinnen und einer, der für die IT zuständig war. Das war's. Ja. Und mir hat das schon sehr, sehr beeindruckt, diese Hands-on-Mentalität, diese Start-up-Mentalität, die einfach dort geherrscht hat. Es wollte einfach jeder Erfolg haben, auch die Studierenden übrigens. Und das war ein unglaubliches, tolles Gefühl, wie wir da miteinander sozusagen uns da aufgebaut haben. Wie schon gesagt, nach einem Jahr war ich ja Fixlehrender dort und hatte von Beginn an von 0 auf 19 Stunden Unterricht. Also ich war wirklich gestresst. Ich war ungefähr eine Woche immer vor den Studierenden. Die haben es Gott sei Dank nicht gemerkt. Und das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Das, was mir damals so gut gefallen hat, war diese Mentalität. Wir hatten nicht 100.000 Vorschriften und Prozessbeschreibungen. Es hat einfach jeder, auch die Studierenden, das getan, was wichtig war. Und vielleicht darf ich das jetzt auch noch mal sagen, das ist das, was ich heute mir teilweise ein bisschen mehr wünschen würde. Ich würde mir heute auch wieder ein bisschen mehr diese Hands-on-Mentalität, diese Selbstverantwortung, dieses in die Hand nehmen, wenn einmal was nicht funktioniert, besser wünschen, wie das damals war. Das sind wirklich Zeiten, auf die ich heute noch aufbaue. Und mir macht es heute noch Spaß. Und worauf ich mich immer zurücklehne, ist Lehre. Lehre ist das, was mir was gibt. Und das, denke ich, sollte das Zentrum sein. Alles, worum sich bei uns das Ganze dreht, sollte darum gehen, jungen Leuten anspruchsvolles Wissen zu vermitteln.